Hallo Leute, in den letzten Monaten lese ich ständig: Tattoos machen Krebs, Tattoos sind gefährlich, wie ungesund ist der Tattoo-Trend überhaupt? Ich bin seit 20 Jahren tätowiert und als ich diese Schlagzeilen gelesen habe, dachte ich: „Ehrlich jetzt? Muss ich mir wirklich Gedanken machen?“ Und ich kann euch gleich sagen, wir fallen vermutlich morgen nicht um, nur weil wir tätowiert sind. Aber ich wollte es genauer wissen, deswegen habe ich mir diese Studien mal durchgelesen. Tattoos sind Geschmackssache. Für den einen völlig normal, für den anderen ein absolutes No-Go. Mittlerweile gibt es immer mehr Berufe, wo das völlig okay ist, tätowiert zu sein. Das war vor einigen Jahren anders, fand ich persönlich, oder vor 20 Jahren. Da hat man noch mehr drauf geachtet, wo man sich tätowieren lassen möchte. Das ist heute immer noch so, ne? Aber es ist halt doch etwas lockerer geworden, finde ich. Klar, man kann sich fragen, warum muss man jeden Tattoo-Trend mitmachen oder warum lässt sich der eine jetzt eine Banane tätowieren und der andere das Arschgeweih? Ja, keine Ahnung, ist eben so. Ich glaube auch, dass nicht jede Tätowierung unbedingt eine Bedeutung haben muss. Früher hat man krampfhaft nach einer Geschichte gesucht. Es ist nicht mehr so. Es ist wirklich nicht mehr so und wir sind auch nicht mehr alle Balla nur weil wir uns tätowieren lassen. Es gibt so viele, die Balla sind und sich nicht tätowieren lassen. Nein, es ist Geschmackssache. Es ist wirklich eine Persönlichkeitsfrage und das ist auch in Ordnung. In den aktuellen Studien aus Dänemark und Schweden hat man gesehen, dass tätowierte Menschen etwas häufiger an bestimmten Krebsarten erkrankt sind, zum Beispiel Hautkrebs und Lymphome. Allerdings weiß man nicht, ob die Tätowierungen der Grund dafür waren. Man hat halt gesehen, das sind tätowierte Menschen, ja gut, aber mehr eben auch nicht, denn es gibt immerhin noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel Rauchen, ne? Ungesunder Lebensstil, Genetik und so weiter. Und das sagen die Forscher auch selbst. Es ist keine Langzeitstudie, es ist eine Beobachtung, es gibt keine Beweise, sie haben es einfach nur gesehen und diese Feinheit geht in den meisten Schlagzeilen leider verloren. Ja, ja, aber Hauptsache, wir sind morgen alle krank. In der schwedischen Studie war das Risiko für Lymphomen um 21% höher, soweit ich mich erinnern kann. Das klingt erstmal viel, aber wir reden hier von über 2%. Also das Grundrisiko liegt über 2%. Die dänische Studie hat angedeutet, dass große und auch ältere Tätowierungen eventuell ein höheres Risiko haben könnten, weil die Pigmente sich in den Jahren natürlich auch im Körper ablagern. Das sind aber keine Langzeitstudien. Wir reden hier nicht über Tattoo-Krebs, sondern über Statistiken. Es ist aber richtig, dass Pigmente auch vor allem aus schwarzer Tinte sich in den Lymphknoten ablagern. Das ist bekannt. Allerdings weiß man nicht, ob es gefährlich ist. Das hat man noch nicht herausgefunden. Man weiß einfach noch zu wenig, um Tattoos jetzt pauschal als Risiko einzustufen. Und das ist auch wichtig, denn ich lebe seit 20 Jahren mit meiner schwarzen und auch bunten Tinte unter der Haut. Ich habe ganz alte Tätowierungen, ich habe Cover-Ups, ich habe mir bis jetzt kein Tattoo weglasern lassen. Auch wenn ich heute einiges nicht mehr mag, ja, gibt es bei uns auch. Ne? Man denkt ja immer, du, damit lebst du dein ganzes Leben. Ja, ja, aber auch unsere Interessen verändern sich. Ich bin doch kein Alien. Auch meine Interessen verändern sich. Das bin ich, das ist mein Typ. Und ehrlich gesagt, und jetzt kommt der Fun-Fact überhaupt, meine Männer, genau, mein Harem, mein Harem, ja, und auch hier unten. Meine Ex-Partner waren überwiegend nicht tätowiert. Nicht, weil ich danach suche oder so, weil mir das egal ist. Also ich achte nicht darauf, ob jemand tätowiert ist oder nicht. Das ist meins. Versteht ihr? Das ist meins. So. Bedeutet aber nicht, dass ich das bei anderen suche. Ich weiß aber auch, dass manche das nicht mögen. Ich hatte mal ein Date, ne? Ich hatte wirklich ein Date, der hat mich am Arm gepackt, so. Ach Mensch, warum machst du das denn? Ja? Weil ich es kann. Das ist auch nur bei einem Treffen geblieben. Ne, ehrlich. Also ich finde das okay, dass man mal fragt oder dass man darüber diskutiert oder so. Aber so Mensch, warum machst du das denn? Das fand ich so ein bisschen, du, ich bin zurechnungsfähig. Ich weiß, was ich da mache, du. Ich weiß auch, wie es vielleicht in 80 Jahren aussieht, obwohl man sich darüber vielleicht auch in dem Moment nicht so große Gedanken macht. Man schaut sich ja nun nicht Tätowierungen an, die 100 Jahre alt sind. Aber klar,
man macht es mit und Tätowierungen werden älter und damit lebt man dann. Seit 2022 gelten in der EU strengere Regeln. Also viele problematische Inhaltsstoffe sind mittlerweile verboten und das ist auch gut so. Das heißt, der Tätowierer muss natürlich darauf achten, was er da einkauft, was er benutzt und das finde ich auch richtig. Ich habe natürlich auch schon Tätowierer kennengelernt, die qualitativ nicht so gut gestochen haben. Ja, aber es waren immer saubere Studios. Ich bin auch nicht die Person, die irgendwie ins Ausland fliegt, weil ich das da 500 Euro günstiger bekomme. War ich noch nie. Ich glaube, mein Körper ist mehr als ein Kleinwagen wert. Wenn man das so, ich müsste es mal ausrechnen. Ein Tattoo ist ein Eingriff in den Körper. Das war schon immer so, das ist nichts Neues und gerade dann, wenn die Qualität minderwertig ist, können natürlich auch Risiken entstehen, wie zum Beispiel Infektionen. Ne? Ich bin der Meinung, man sollte immer auf das Studio achten, auf die Sauberkeit, Hygiene, welche Farben oder welche Inhaltsstoffe er benutzt. Das kann man heutzutage alles erfragen. Aber eine Tätowierung ist auch wie eine Schürfwunde, sie muss heilen. Und manchmal sind die Leute auch sehr unachtsam mit der Pflege, sie pflegen nicht richtig oder sind da so Larifari. Und somit kann das Tattoo sich dann doch entzünden, obwohl der Tätowierer alles richtig gemacht hat. Jeder, der bereits tätowiert ist, sollte sich erstmal keine so großen Gedanken machen. Denn es gibt, wie gesagt, keine Langzeitstudien. Es ist nur eine Beobachtung, es gibt keine Beweise und also kein Grund zur Panik. Ich finde auch, Tattoos sollten keine Angst machen, sondern man sollte bewusster damit umgehen. Hinschauen, auf die Qualität achten und alles wird gut. Ja, ja. Auch Tätowierte können alt werden. Steinalt. Und falls ihr irgendwann mal eine Schlagzeile seht, deutsche YouTuberin ist trotz gefährlicher Tätowierung 100 Jahre alt geworden, dann wisst ihr, das war ich. Oder vielleicht auch nicht. Also keine Panik auf der Titanic. Das Schiff ist noch lange nicht gesunken, obwohl das Schiff ist ja gesunken. Aber ich glaube, man sollte sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Und alles andere ist Geschmackssache. Ne? Hype, Trend, der eine mag es und der andere eben auch nicht. Ja, Augen auf beim Autokauf. Wie reagiert ihr auf solche Schlagzeilen? Machen sie euch Angst oder seid ihr bereits tätowiert? Ich bin gespannt auf eure Meinungen und das war's. Macht es gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Or is it just a game? 'Cause I got high hopes.